Herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Heute mit einem Mercedes 170S Cabriolet A. Das ist der erste Wagen, der nach dem Krieg wieder gebaut wurde. Ihr wisst ja, im Zweiten Weltkrieg war alles kaputt, auch bei Mercedes. Und da hatten sie noch die ganzen Vorkriegskonstruktionen in der Schublade. Und da haben sie einfach ein bisschen dran rumgemacht und rumgetüftelt. Und dann kam da bei der 170S raus, ab 1949. Das Auto ist übrigens nur bis 1951 gebaut worden, das heißt also nur 3 Jahre. Und wir haben hier ein besonders schönes Exemplar. Der Wagen ist in eine deutsche Fabrik als Erstauslieferung ausgeliefert worden, 1950. Haben wir alles schön dokumentiert, es gibt einen deutschen Pappdeckelbrief noch. Und dann ist der Wagen von Hand zu Hand gegangen. Also der Wagen hat eine komplette Historie, die wir nachweisen können, was selten ist, was ich aber toll finde. Denn es gibt ja von diesem Auto nur 850 Autos, die überhaupt gebaut wurden. Und dadurch, dass die damals nicht in die USA geliefert wurden, sind die meisten hier verrostet durch Salz und Schnee und so. Sein Nachfolger, das war übrigens der Mercedes 220a, da mit 6-Zylinder, er hat ja nur 4 Zylinder. Und die sind exportiert worden und davon gibt es heute auch noch ein paar mehr Autos. Aber der eigentlich schönere von diesen Autos ist dieser hier. Das könnt ihr vielleicht beim Fahren jetzt schon sehen. Er hat nämlich wunderschöne Chromlampen vorne, die frei stehen. Und beim Mercedes 220a, dem 6-Zylinder danach, waren dann die Lampen vorne schon in die Kotflügel integriert und das Auto sah nicht mehr so richtig nach Oldtimer aus. Ja, der Wagen ist hier nun keine Rakete, das muss man einfach wissen. Es ist ein 4-Zylinder-Motor mit 1770 Kubik, 4 Zylinder, auch eine Vorkriegskonstruktion. Aber das Gute ist bei diesem speziell hier, der ist von der Firma Nivagal vor ungefähr 20 Jahren komplett restauriert worden. Wir haben so ein dickes Buch dazu, wo alles fotodokumentiert festgehalten ist. Und das Wichtigste ist eigentlich bei dem Auto, er hat auch einen neuen Holzrahmen bekommen. Das Problem ist, dass diese Autos noch auf Holzrahmen gebaut wurden. Und wenn der da mit den Jahren und Jahrzehnten Wasser gezogen hat, dann hat er sich aufgebläht, das Holz ist weich geworden und kaputt gegangen. Und das ist immer das größte Problem beim 170er, da müsst ihr nachgucken, dass der neuen echten Eschenrahmen hat, ist ja meist aus Esche gemacht worden und dass das auch fotodokumentiert ist, das ist hier der Fall. Und man kann das prüfen an den Türen, die gehen dann nach vorne auf, zeige ich euch gleich mal. Und wenn die hängen, da gibt es Kratzer unten auf dem Chrom und wenn das der Fall ist, so ein Auto nicht kaufen, weil dann ist der Rahmen weich und dann muss man halt vorsichtig sein damit. Also ich kann schon mal sagen, das Auto hat natürlich nur 52 PS, das muss man wissen. Aber wenn einem die Geschwindigkeit von 80 bis 120 genug ist, ist das hier genau die richtige Motorisierung. Also die Maschine läuft sehr, sehr schön, das merkt man. Man sitzt in diesem wundervollen Cockpit, das haben die damals hier mit originalem Wurzelholz bestückt. Das seht ihr hier, geflammtes Wurzelholz, sieht ja wunderschön aus. Dann hat er dieses wunderschöne alte Radio, auch aus dem Baujahr 1950. Das ist noch original, das ist das, was hier auch reingehört. So sind auch die ganzen Armaturen an dem Auto alle original, die sind nicht ersetzt worden. Man merkt, dass sie so ein kleines bisschen Kratzerchen haben oder so, aber dadurch hat das Auto natürlich seinen Charme. Übrigens hier von VDO, das sind die Kombi-Instrumente hier vorne, das ist Temperatur, da vorne ist Öldruck und da rechts ist Tank, der ist vollgetankt, der Wagen. Und ich meine, der Tacho geht natürlich nur bis 140, weil mehr als 120 ist er auch nicht gefahren. Also das ist ja ein wunderschönes A-Cabrio. Ein A-Cabrio bedeutet übrigens nur vorne 2 Sitzen und hinten eine Notbank. Die hat er auch. Das Auto ist vor allen Dingen damals als Limousine gebaut worden und als Cabriolet B. Das hieß dann 170S Cabriolet B. Und dieser Wagen, der hatte hinten eine vollwertige Bank. Aber der sah immer so ein bisschen buckelig aus, der ist nicht so besonders schön. Aber auch vom 170B Cabrio gibt es nur noch ganz, ganz wenige. Und das sind richtig tolle Oldtimer und immer noch verhältnismäßig preiswert zu haben. Also das sind nicht Autos, die in die Hunderttausende gehen. Wenn man sagt, ich möchte einen schönen alten Mercedes haben und möchte ein wirklich qualitativ hochwertiges Auto haben, da ist so ein 170S wirklich toll. Also wenn die komplett neu aufgebaut sind und neu dastehen, dann gehen sie bis 200.000. Aber dieser liegt hier deutlich drunter. So ungefähr in der Mitte, sage ich mal, zwischen 100 und 200. Er ist zwar voll restauriert und er ist auch in einem sehr, sehr guten Zustand, aber das ist halt 20 Jahre her. Aber ich wüsste jetzt gar nicht aktuell, was man hier machen müsste bei dem Wagen. Also er hat übrigens eine Knüppelschaltung, das ist später abgeschafft worden bei Mercedes. Kann man wunderschön mit schalten.
Mir ist aber eben gerade aufgefallen bei dem Auto, dass man die Kupplung immer gut durchdrücken muss, gerade wenn man Rückwärtsgang reinmacht, sehr gefühlvoll, aber dann klappt das wunderbar. Also so, das Fahren ist gut, der läuft schön geradeaus. Man sitzt hier ein bisschen im Winter, weil ja hinten dieses hohe aufliegende Verdeck, es ist wie gesagt ein A-Cabrio. Wir haben ihn offen gefahren, es hat heute 15 Grad, aber ich fahre ja 10-mal lieber offen als geschlossen, das wisst ihr ja schon von mir. Aber das ist ein schöner Reisewagen, also ich muss sagen, man sitzt hier gut drin, der hat das alte Lenkrad noch, das ist nicht erneuert worden. Man kann so ein Lenkrad, ich sag mal, restaurieren, wenn man möchte, dann muss das hier wieder neu lackiert werden, das ein bisschen poliert werden, das ist halt das alte. Also das Lenkrad sitzt hier seit 1950, ist ja bald 70 Jahre her. So, hier ist der Blinker nach links. Jetzt haben wir aber jemanden hinter uns. Ich hoffe, der Blinker geht auch. Ja, wird wohl, ne? So, müssen wir aber anhalten, weil da vorne Autos kommen. Aber es ist ein Auto, was sehr, sehr schön fährt. Das merke ich schon. Der Besitzer gibt den Wagen ab, weil er ihn sehr lange besessen hat und ich sage mal jetzt gegen 80 Jahre geht. Hat er gesagt, ich fahre den Wagen nicht mehr so viel, kann ich verstehen. Aber ist auf Achse 150 Kilometer bis zu uns gefahren. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das Auto gut ist, dass er seinem Wagen vertraut. Und das ist das, was ich so auf den ersten Metern auch schon merke. Das Autochen fährt sehr, sehr schön. Ihr wisst ja, wir haben es hier ein bisschen steil bei uns in den Bergen. Also wenn hier so ein Weg nach oben geht, da muss ein älterer Herr hier auch ein bisschen schnaufen. Aber er macht das passabel. Also man merkt, der Motor ist voll in Ordnung, der läuft sehr, sehr schön. Bremsen tut er wunderbar, hat ja Trommelbremsen. Hat übrigens schon, das war damals die Neuerung nach dem Krieg, Einzelradaufhängung. Das haben sie ja teilweise nicht gehabt. Das ist ein relativ modernes Auto für die Zeit. Und da voll restauriert ist, ist also auch wirklich ein gutes Auto hier. Ja, er macht Spaß zu fahren. Und wer diese schönen alten Linien der 50er Jahre mag, der hat mit dem 170S einer der schönsten Würfe. Der Wagen ist also hochwertig gebaut. Er hat hier im gesamten Interieur, wenn er mal schaut, hat er Wurzelholz verbaut. Der gesamte Fensterrahmen hier ist aus Wurzelholz. Hier vorne auch. Jetzt muss ich jetzt wie gesagt, muss immer gut durchtreten. Da muss man dran denken. Das habe ich eben nicht ganz getan. Leder ist hier neu gemacht worden in Cognacfarbe. Und wenn ich das richtig in den Auslieferungspapieren gelesen habe, ist der Wagen auch in dieser Farbe ausgeliefert worden seinerzeit. Das Auto ist Maron, das ist dieses Weinrotbraun. Farbe heißt Maron, Leder ist in Cognac. Also ich meine eine wunderschöne Farbkonfiguration. Viele waren ja schwarz von den Autos, okay. Schwarz macht immer so ein bisschen die Formen kaputt. Weinrot ist schöner eigentlich. Und wenn jemand so ein Auto über 20 Jahre besessen hat und damit viel gefahren ist, gerade bei älteren Herrschaften, da weiß ich immer, dass wir gute Autos bekommen. Die haben ihre Autos wirklich gepflegt und das merkt man dem Auto auch an hier. Das ist wirklich ein schöner Wagen. Wollen wir da vorne rechts fahren? Ja, dann fahren wir mal wieder auf unsere bekannte Wiese. Da haben wir diesen schönen Blick hier. Ich hatte ja noch gehofft, dass die Sonne heute ein bisschen rauskommt, aber der Herrgott hier in Bayern hat es heute mal nicht so gut gemeint mit uns, aber es regnet wenigstens nicht. Das ist schon mal viel wert. So, dann haben wir einen Gang rein. Schaut mal hier unten, da sind ja die Pedale, Gas und seht ihr hier vorne diesen Nupsi, da muss man drauf treten, da startet der Wagen. Wenn man da vorne drauf tritt, das ist ein bisschen unüblich. Später waren da die Knöpfe hier unten drunter, bei dem ist es noch dieser silberne Schritt da unten. Vierganggetriebe könnt ihr hier vorne sehen, oben links geht es zurück, 1, 2, 3, 4. Ist die Schaltung. Also was mir hier bei unserem Auto aufgefallen ist, ist, dass er sehr, sehr schön authentisch ist. Es fängt damit an mit den originalen Lampen hier vorne. Ihr müsst immer drauf gucken, der hat noch die originalen Bosch-Stempelchen drin. Das ist auch noch nicht verchromt worden. Import d'Allemagne, Germany, Bosch. Das gleiche hat er hier auch. Und das macht ein gutes Auto aus. Also selbst wenn die Sachen schon etwas angealtert sind, aber schaut mal hier, auch hier, das ist das originale Mercedes-Logo. Das ist schon durchpoliert, aber das ist halt das Richtige. So gehört das. Denn wenn ihr euch heute die Autos anguckt, die aus Polen kommen oder so, da sieht das völlig anders aus. Das ist halt eben alt. So eine schöne Qualität hat Mercedes früher geliefert. Übrigens hier eine ganz alte, originale ADAC-Plakette. Ich glaube sogar, dass das eine Vorkriegsplakette ist. Und das, was wir mit dabei haben hier, das finde ich echt klasse. Also hier, die kleine 170S-Fibel, das muss damals aus der Zeit sein. Schaut euch das mal an, ist ja total nett. Ich weiß nicht, ob das Original beim Auto dabei war. Kann auch sein, dass der Besitzer sich das besorgt hat, aber die ist echt. Das ist kein Nachdruck. Da wird das gesamte Auto erklärt. Berichtigung, Seite 7 ist was falsch geschrieben. Ja, das ist absolut authentisch hier. Die kleine 170S-Fibel, also wer so ein Auto hat und hat diese ganzen originalen Erklärungen, das ist übrigens für eine Limousine hier, aber genau das gleiche gewesen. Also das ist natürlich toll. So ist das 1950 mitgeliefert worden, das gab es dazu. Hier haben wir das Original dabei.
Das gleiche hier, Mercedes Typ 170S Betriebsanleitung, die ist auch original, würde ich mal sagen. Kleinen Moment. Schaut mal hier, in Weinrot, hier ist Cabriolet, das Verdeck erklärt, das ist ja ein A-Cabriolet. Haben wir heute natürlich offen, ihr wisst ja, ich fahre gerne offen. Wir machen euch das später noch zu, das sieht dann geschlossen so aus. Übrigens ein schweres, gefüttertes Verdeck, also auch wirklich wetterfest, da könnt ihr überall mit rumfahren. Da ist alles genau erklärt, wie man den Verdeckstoff reinigt. Hier Limousine, also wie gesagt, Limousine, B-Cabrio und A-Cabrio waren ja technisch genau das gleiche. So, was wir dann noch dazu haben, neben der Fibel, ist ein Ersatz, die Ersatzteilliste, ganz wichtig. Wenn da mal was ist mit dem alten Auto, ist das immer gut, wenn man die hat. Gibt ja heute eine Menge Firmen, die auch nachfertigen. Schaut mal hier, Ersatzteilliste Mercedes-Benz 170S. Und ich würde auch hier sagen, die hat er sich mal auf dem Oldtimer-Markt gekauft. Da steht 130, die sind nämlich teuer, die originalen Dinger. Aber das ist eine echte hier. Originalersatzteilliste für einen Mercedes 170S. Also an diesen Details kann man erkennen, der Besitzer, der das Auto lange hatte, hat sich mit seinem Auto wirklich gut auseinandergesetzt. Und dass solche Sachen mit dabei sind, gibt mir immer ein sehr, sehr gutes Gefühl. Da wollte einer ein wirklich gutes Auto sehr, sehr lange am Leben erhalten und hat wirklich auf Details geachtet. So, ich lege das jetzt mal hinein. Bemerkenswert beim 170S, die Türen gehen nach vorne auf. Schaut mal hier. Dann hat er innen die Originalschlinge, das sind übrigens die breiten Chromstiege, Einstiege, von denen ich vorhin geredet habe. Wenn ihr da vorne Kratzspuren habt und hier, dann hängen die Türen und ich sage mal, das Kritische an diesem Modell, das ist hier vorne, das ist hier an der Stelle, da fangen sie an zu rosten, weil dahinter ist auch der ist der Holzrahmen, Entschuldigung, ist der Holzrahmen. Und wenn der aufblüht, dann sind die Türaufhängungen hier weich und dann hängen die runter, die Türen. Und das ist gefährlich, das ist wie Krebs bei dem Auto. Und das Tolle ist, vor 20 Jahren ist das komplett gemacht worden. Das haben wir auch dokumentiert. Jetzt fängt es an zu regnen, aber gut, was soll man machen? Ja, hier ist der wunderschöne Kofferraum. Schaut mal hier rein. Er hat sogar Pokale gewonnen, er hat einen originalen alten Koffer dabei, er hat auch Reisen gemacht. Also wenn man hier reinguckt, das Werkzeug, auch das Gummi hier hinten ist ja auch mal gemacht worden. So gehört das Auto, nicht anders. Der Wagen ist also auch richtig restauriert worden. Ich kenne eine ganze Menge Autos, die wissen einfach nicht mehr, wie es dann war und bauen sich irgendwas zusammen. Schnapp zu. Originallämpchen da hinten, die ganz kleinen, so gehört das. Der richtige Chrom, die richtigen Chromstoßstangen auf dem Wagen. Und man muss auch darauf achten, wo hier die Karosserieteile zusammengesetzt sind. Da gibt es ja immer Keder und es gibt manchmal Restaurateure, die bauen da Gartenschläuche ein. Das ist natürlich falsch. Hier der schöne Chromkeder, der gehört da rein. Das ist der richtige. Ja, auch was das Spaltmaß angeht bei dem Auto, das ist wirklich sehr, sehr gut. Das könnt ihr hier vorne sehen. Ist auch ein Zeichen dafür, auch dass die Türen bündig an der Karosse anliegen. Die stehen nicht ab oder so. Da müsst ihr auch darauf achten. Es gibt bei diesen Modellen, auch bei Vorkriegsmodellen, dann stehen die Türen meistens raus oder was, ein sicheres Zeichen dafür, dass das Holz, was innen drin verläuft, sich verzogen hat. Da muss man aufpassen. Und das passt bei dem Auto hier wirklich absolut perfekt. Übrigens hier, da ist der Winker drin. Haben jetzt gar nicht probiert, ob der funktioniert. Der geht dann so raus und ist gelb. Habt ihr sicher schon gesehen, auch bei alten VWs. Meistens sind die abgeklemmt, aber er ist hier zumindest noch vorhanden. Man hat es nicht zugemacht. So, und das hier sind die Sturmstangen für das Verdeck. Zeige ich euch später, wie man so ein Verdeck spannt, dass das auch dann sauber drauf liegt. Ja, das ist ein Mercedes 170S. Also das ist ein Modell, was ich wirklich in einem guten Zustand befinde. Das ist kein verfuschtes Auto. Da hat jemand eine gute Arbeit dran gemacht. Und ich weiß nicht, also mir sagt das noch, ihr wisst ja, ich bin jetzt mittlerweile fast 36 Jahre im Oldtimer-Business. Die Firma Niebergall kannte ich, der kam aus Frankfurt, den gibt es aber schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber der hat den Wagen gemacht und der war damals bekannt für gute Restaurierung. Der hat dann irgendwann aufgehört aus Altersgründen, aber das noch ein Wagen von Niebergall. Und der Wagen ist bodenständig gut restauriert. Was ich auch schön finde, er hat die Original-Ziehringe aus Chrom mit dabei. Die Felgen sind auch weinrot lackiert, also in Maron. Er hat vorne die Nebelleuchten drauf, schaut euch das mal an. Das sind auch die Originalen übrigens, hier vorne. Kann man erkennen, Bosch-Stempelchen vorne drin, das sind die richtigen. Und ich meine, wenn ihr so ein Auto euch kauft, ich meine, einige beschweren sich manchmal ein bisschen, dass ich so viel von Originalität rede, aber das ist das, was einen guten Oldtimer ausmacht, dass diese Details an so einem Auto dabei sind, weil das gibt dem Auto einen Charme und die Authentizität. Und wenn da irgendwas zusammengebaut ist, wo kein Mensch weiß, wo das herkommt, das glänzt vielleicht die ersten 1, 2, 3 Jahre, aber dann blättert der Chrom ab und sonst was. Er ist vor über 20 Jahren restauriert worden und ihr seht, wie er aussieht. Wirklich toll. Also ich finde das ein wunderschönes Auto.
Und genauso wie er ausschaut, fährt er auch. Also das Fahrgefühl eben war super. Man muss natürlich wissen, 4-Zylinder ist kein Rennwagen. Das Auto hat ein Gewicht von 1270 Kilo, also knapp 1,3 Tonnen. Und 52 PS bleiben 52 PS. Das sind keine 100 PS, muss man wissen. Also hier vorne ist der Fensterrahmen, der sich übrigens komplett aus Chrom befindet, auch neuwertig im Zustand. Auch hier vorne kein Rostansatz oder sowas, überhaupt nichts. Hier vorne sind die Sonnenblenden auch schön edel in Chrom gefasst. Da vorne sind die Zapfen fürs Verdeck. Und hier könnt ihr den Rückspiegel sehen. Und den kann man drehen, da ist so eine kleine Kugel drin und den muss man auch nach oben drehen, damit man über das aufliegende Verdeck hinten hinweg schauen kann. Das haben die alle gehabt, die Mercedes. Da sind Gutachten dabei, Oldtimer-Bewertungen, en Detail, also Fahrgestellnummer, also all das kann man sehen. Hier kann man auch sehen, wie das Auto früher ausgesehen hat. Schaut mal hier, also der ist da mit Veranstaltung gefahren, der war auf Ausstellung. Hier ist übrigens auch der originale Brief dabei, was sehr, sehr selten ist. Hier könnt ihr es sehen, mit den ganzen Eintragungen. Das ist das Schöne an dem Auto, also hier ist vieles dabei, was bei anderen Autos nicht dabei ist. Und man sieht ganz einfach, das Auto hat mal jemand gehabt, der sich wirklich drum bemüht hat. Hier sind auch die ganzen Rechnungen von Niebergall und was er alles gemacht hat, das war sehr teuer. Ich habe ja eine Rechnung, da steht 27.000 Mark drauf. Naja, und so geht das weiter. Da ist dann das ausgesuchte Verdeck mit dem ausgesuchten Leder. Also all das ist noch dabei. Man kann den Wagen wirklich toll nachvollziehen. Auch alles fotodokumentiert mit alten Dias noch. Also das ist wirklich schön. Bei Niemöller hat er auch Teile gekauft. Damals haben die ja noch die Originalen gehabt. Ja, also ein toll dokumentierter Wagen, der auch wirklich gut fährt. Ein Auto, was ich wirklich empfehlen kann. So viele 170S gibt es ja nicht. Wenn viele kaputt sind, ist keiner in die USA gegangen. Die Autos waren alle im Winter hier ausgesetzt und da mit Salz. Und wenn der da gefahren ist, dann sind die meistens ab 1970 in Studentenhand gegangen. Die hatten nicht das Geld, so einen Wagen richtig zu pflegen, dann waren sie kaputt. Also es gibt von 170S Cabrios nicht mehr so viele. Und es ist eigentlich ein wunderschönes, zweisitziges Mercedes Cabrio der 50er Jahre. Ein echter Zeitzeuge. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ging natürlich alles ein bisschen langsamer, so auch die Scheibenwischer. Aber wie gesagt, der Wagen fährt ja keine 180. Nun hatte es eben gerade ein bisschen geregnet. Es ist übrigens nach fast einem Jahr das erste Mal, dass wir in Regen gekommen sind. Also das funktioniert auf jeden Fall, aber ich glaube, er ist nie durch den Regen gefahren. Und ich höre gerade, mein Kollege Paul sagt, er ist immer nur offen gefahren. Aha, gut, kann man machen, hat er immer Glück gehabt. Aber schaut mal hier, Scheibenwischer funktionieren. Bei ihm ist es ein bisschen verschmiert, bei mir ist es klar. Ich glaube, wir können hier oben, das sind die Scheibenwischer-Schalter. Hat auch nur eine Geschwindigkeit, an und aus. Also mehr gibt es da nicht. Ich bin mit dem Radio auch an und aus und laut und leise. Aber das war 1950 nicht anders. Die meisten Leute hatten ja damals nicht mal ein Auto. Da gab es gerade einen Käfer, da hat man den angefangen zu produzieren. Und 170S war damals absolute Spitzenklasse für Leute. Also wer sich damals ein 170S leistete, war ein vermögender Mann. Das sind Leute gewesen, die damals schon vermögend waren, die es vielleicht also entweder kurzfristig wieder geschafft haben, auf die Beine zu kommen nach dem Zweiten Weltkrieg oder noch noch Vermögen hatten. Aber das war damals ein besonderes Auto. Und das hat nach dem Krieg hat das Modell seinen großen Erfolg, also hat den Erfolg der Marke Mercedes wieder begründet. So, jetzt hat es fast aufgehört zu regnen und wir hoffen, dass das auch so bleibt. Also fahren tut er schön, auch im Berg runter, er macht eine gute Motorbremse. Wie gesagt, Schaltung muss man mal ganz durchdrücken. Ich glaube, die Kupplung muss ein bisschen nachgestellt werden. Aber sonst fahren tut er wunderbar. Der Motor läuft gut. Ich meine, das Schöne ist ja, wenn mal hier was ist mit so einem Auto, gibt es nie große Probleme mit der Reparatur. Das kann jede Traktorwerkstatt in Ordnung bringen. Das ist einfachste Technik, einfacher Vierzylindermotor. Ja, fährt sehr, sehr schön. Ja, das ist dann heute. Ne? Ob das nun besser ist, weiß ich nicht. So, das ist jetzt etwas zum Schalten. Das ist eine Steigung, die für unseren Vierzylindermotor schon ein bisschen Arbeit bedeutet. Aber wenn man sich überlegt, das Jahr 1950, da war ja nur sehr, sehr wenig Verkehr. Und da war es ziemlich egal, ich mache nochmal die Scheibe sauber. Das scheint mir angebracht, aber so richtig doller Regen ist es nicht, zum Glück.
Ist ja eine Show mit den Scheibenwischern hier. Echt nett. Ja, aber unsere Großeltern kamen damals mit so einem Wagen auch herrlich zurecht. Ihr könnt da so sicher sein, die waren damals stolz, so einen Wagen zu besitzen. Und wenn man hier mal schaut, vorne der große Stern, von hinten die schönen Blinker, links und rechts auch in Chrom und die Lampentöpfe von hinten in Chrom, das hat schon, also das war sehr edel, das haben die sehr, sehr fein gemacht, diesen Wagen. Und man merkt, dass das Luxus war. Das Auto war wirklicher Luxus. Ja, wenn man sich überlegt, welche technische Entwicklung heute die Autos hinter sich gemacht haben, wenn sich das überlegt, wie das damals hier war und funktionierte, das ist wirklich eine andere Zeit. Aber ich kann euch sagen, man kommt auch damit gut zurecht. Man hat bei diesen Autos Freude an anderen Dingen. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Das ist das Gefühl, was so ein Wagen vermittelt, dass man hier aktiv Auto fahren muss. Man muss immer hören, wie hoch dreht der Motor, komme ich den nächsten Berg auch gut hoch. Das ist halt aktives Autofahren, aber das macht Freude. Und ob so ein Rennwagen da wie der M3 eben gerade, also ob das immer so eine Freude macht, weiß ich nicht. Aber das ersetzt bei so einem Oldtimer eine ganze Menge an anderen Dingen. Also mir geht das jedenfalls so. Dass mir das Spaß macht, das merkt ihr, glaube ich. Ne? Ich habe bei jedem meiner Probefahrten richtig Freude. Und es ist ja auch interessant von den gefilmten Autos. Wir haben also jetzt 150 Filme gemacht in 11 Monaten. Haben wir 2/3 verkauft. Also das finde ich gar nicht schlecht. Aber fahren tut er schön, also muss ich wirklich sagen. Der läuft wunderbar, der Wagen. Scheibenwischer, alles geht, also eigentlich mehr braucht man nicht. Wenn man gerne Zigarre rauchen möchte, da gab es sogar sowas hier, hat auch funktioniert. War ja noch die Zeit der großen Zigarren. Also schöne Probefahrt. Wetter hat ein bisschen aufgehört, ist besser geworden. Aber Spaß machen tut das Auto. Also es ist wirklich was, wer einen schönen Oldtimer haben möchte. Übrigens auch eine Geldanlage. Es gibt nicht viele Mercedes 170S und der ist wirklich schön, der Wagen. Ja, wenn einer, ich sag mal so um die 150.000 Euro über hat und sagt, hier möchte ich einen schönen Oldtimer anlegen, ist das hier genau das richtige Investment. Der ist auch nicht zu teuer, er ist gut gemacht, er hat viele Originalteile. Ist ein interessantes Angebot. Kriegt man am Markt so gar nicht so viele. Ich glaube, der ist ziemlich selten, der Wagen. Ja, schaut mal hier unser Mercedes 170S von der schönen Kirche hier bei uns in der nächsten Ortschaft. Schaut mal, wie toll das aussieht. Hat übrigens auch eine tolle Antenne hier vorne. Die ist typisch und klassisch, die ist richtig so hier vorne befestigt. Die ist ziemlich hoch, damit er einen guten UKW-Empfang damals hatte. Leicht krumm, aber das macht nichts. Machen wir das mal so. Ja. So, der Öffnungsscharnier beim 170er Mercedes ist ein bisschen anders. Wenn man innen den Hebel umlegt, oh, jetzt bin ich da durch den Dreck gelaufen. Na, das ist hier vorne, dann stellt sich die Haube auf, das ist dieser Hebel hier. Ihr seht, dass die Haube jetzt oben ist und dann muss man da reingreifen. So, und dann geht er auf. Und dann seht ihr das kleine Motörchen mit 4 Zylindern, was knapp 1800 Kubik hat. Das ist wie gesagt noch die Vorkriegskonstruktion, obwohl der nach dem Krieg gebaut wurde, aber das ist noch ein Konstrukt vom Mercedes 170V, Entschuldigung, der ein bisschen weniger Kubik hatte und ein bisschen schwächere Leistung hatte. Das hat man dann hiermit ein bisschen stärker gemacht. Erst der 220er Mercedes hatte dann die 6 Zylinder. Ja, da ist der Sicherungskasten aus Bakelit hier vorne. Dann da oben, dahinter in den Kästen sind die Batterien. Das ist der Batteriekasten hier vorne. Hier ist das Original Daimler-Benz Typenschild. Das hat er, das ist kein neu gemachtes oder so, das ist das alte. Hat die richtigen Luftfilter hier vorne. Emma Mann, könnt ihr hier vorne sehen. Alle 3000 Kilometer reinigen und einölen steht da noch drauf. Auto hatte auch übrigens Zentralschmierung. Alles ein bisschen anders als heute. Also heute könnt ihr mit dem Auto ungefähr 20.000 Kilometer weit fahren. Das ist mit dem nicht möglich gewesen. Der musste alle 3000 Kilometer an die Boxen, musste nachgeguckt werden. So, jetzt wollen wir wieder mal zumachen. Und das ist das Besondere beim 170S. Der geht so nicht zu, da muss ich wieder rein und rumdrehen, dann zieht er runter. Das geht nicht. Zack, jetzt die Haube zu. Also fährt sich wirklich schön. Gut ist auch, dass in dem Wagen genügend Platz ist. Also man hat hinten Reserven
wo man einen Koffer reintun kann. Dann hinten im Kofferraum noch. Maschine ist ja vorne. Also für 2 Leute kann man herrliche Reisen damit machen. Und ich sag mal, wenn es euch reicht, 80 zu fahren, 90 oder 100, das macht er alle mal wunderbar. Die Maschine läuft ganz toll und hat auch nicht wenig gelaufen. Er hat auch nicht viel gelaufen, Entschuldigung. Oh, da regnet jetzt aber richtig, du. Naja, muss aufpassen, dass mir mein Hut nicht wegfliegt hier bei dem Wind. Ja, ich kann da mal hoch machen, ne? Vielleicht ganz gut. Ne? Sind noch die original alten Kurbeln dran, die funktionieren. Gummidichtungen sind neu, das heißt, die Fenster schließen auch gut. Das ist alles neu verchromt worden. Also es zeigt sich alles in einem wirklich guten Zustand. Jetzt fängt es an zu regnen. Wir wollen noch mal die Scheibenwischer testen. Funktionieren, ganz prima. Ja, das mit dem Wetter konnte man heute nicht ganz absehen, aber egal. Das muss er abkönnen. Wir haben es ja nur 2 Kilometer, sind wir zu Hause. Oh, jetzt wird es hoffentlich nicht zu doll mit dem Regen. Das Auto kann man genau genommen jeden Tag einsetzen. Also wer Lust hat dazu, Servolenkung ist kein Problem, also hat er nicht. Braucht er nicht mit 4 Zylindern, das merkt man gar nicht. Man kann herrlich drehen, Rückwärtsgang, vor, zurück, geht ganz einfach. Das muss man wirklich sagen. Also das Auto ist sehr, sehr leicht einsetzbar. Auch für Frauen gut zu fahren. Das Auto ist nicht schwer. Schöner Wagen zum Fahren. Ja, macht Spaß. Macht wirklich Spaß. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, was man an dem Auto ändern soll. Der läuft nämlich gut. Das mit der Kupplung, das müssen wir klären. Das soll sich unsere Technik mal angucken, aber das ist kein Problem. Das tritt nur im Rückwärtsgang auf. Sonst fährt er wunderbar. Ich bin auch überrascht, die Bremsen ziehen auch sehr gut. Er hat ja nur 4 Trommelbremsen. Scheibenbremsen gab es 1950 noch nicht. Aber das geht alles ganz, ganz prima. Also unproblematisches Fahrverhalten. Er hat natürlich kein ABS, er hat kein Airbag, all die ganzen technischen Errungenschaften heute, das müsst ihr hier vergessen. Er hat nicht mal Gurte. Das würde ich ja empfehlen, die sollte man reintun. Das ist halt eben, was das Thema Sicherheit 1950 anging, das war noch nicht so weit fortgeschritten wie heute. Aber dafür gibt es halt eben diese tollen Formen. Die haben wir heute nicht mehr, wie ich meine. Wirklich diese wunderschönen Formen, die er hat. Und man muss ihn ein bisschen mehr schalten, weil er halt eben nur 52 PS hat. Das merkt man auch. Ich meine, 1,3 Tonnen plus Gepäck plus die Leute drin, das sind da mal eben 1,5 Tonnen. Da hat er zu kämpfen, ja. Aber wenn es jetzt nicht gerade 20 Grad Steigung hat, 20% Steigung, dann geht das auch. So, ich glaube, das regnet gleich noch ein bisschen mehr. Ja, unsere Probefahrt geht zu Ende. Im 170er, das macht mir immer Spaß, das ist so richtig die 50er Jahre einatmen. Ja, da ist unser Hof. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, wie immer. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Dreh, dass er wieder neben mir Platz nimmt, dass ich euch zeigen kann, was so ein alter Wagen kann. Welche Freude das auch vor allen Dingen macht. Also mir macht das immer Spaß, mit so einem Wagen zu fahren. Einfach eine andere Zeit und es ist richtig Arbeit, aber eine ganz positive. Also ich verabschiede mich, alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Stefan Luftschütz und bleibt gesund. Ciao.